Herr Kramer hat einen Pflegeantrag gestellt. Um den entsprechenden Pflegegrad zu ermitteln, bewertet unser Gutachter, inwieweit Herr Kramer eingeschränkt ist. Er betrachtet dazu 6 verschiedene Lebensbereiche und vergibt Punkte. Je stärker Herr Kramer beeinträchtigt ist, desto mehr Punkte erhält er. In Modul 3 geht es um seine Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen. Unser Gutachter prüft, ob sich Herr Kramer auffällig verhält und, falls ja, wie oft deshalb eine Pflegeperson einschreiten muss. Ein Beispiel: Durch seine Demenz leidet Herr Kramer unter nächtlicher Unruhe. Er macht die Nacht zum Tag. Seine Tochter muss ihn deshalb mehrmals in der Woche nachts ins Bett bringen und beruhigen. Die personelle Unterstützung ist also häufig notwendig. Unser Gutachter kreuzt deshalb in der Begutachtungssoftware das Feld häufig an und Herr Kramer erhält entsprechend viele Punkte. Anders verhält es sich bei Frau Müller. Da sie beim Gehen unsicher ist, muss sie wegen ihres nächtlichen Harndrangs mehrmals in der Nacht zur Toilette begleitet werden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um nächtliche Unruhe im Sinne von Modul 3. Die personelle Hilfe wird stattdessen in Modul 6 unter Ruhen und Schlafen berücksichtigt. Für das Kriterium nächtliche Unruhe erhält Frau Müller deshalb keine Punkte. Auch Personen, die unter Einschlafschwierigkeiten oder Wachphasen leiden, erhalten für das Kriterium nächtliche Unruhe keine Punkte. Denn entscheidend in Modul 3 ist, ob personelle Hilfe notwendig ist. Wenn unser Gutachter von Frau Schmitz wissen will, ob sie unter Ängsten leidet, ist damit nicht die ständige Angst vor Altersarmut oder Einbrechern gemeint, sondern es geht um akute, heftige Angstattacken, die als bedrohlich empfunden werden und das Einschreiten einer Pflegeperson erfordern. Selbiges gilt für Wahnvorstellungen. Herr Krüger spricht täglich mit seiner verstorbenen Ehefrau. Diese Wahnvorstellungen belasten ihn jedoch nicht, ihn beruhigt das Gespräch eher. Ein Einschreiten der Pflegeperson ist demnach nicht notwendig und Herr Krüger erhält für dieses Kriterium keine Punkte. Bei der Gutachtenerstellung vergleicht unser Gutachter die Punktzahl von Modul 2 und Modul 3. Der höhere Wert der beiden Module fließt dann mit einer Gewichtung von 15% in die Gesamtsumme ein.